Hallo, heute sind wir im Grünen Zoo Wuppertal. Im Grünen Zoo Wuppertal gibt es auch ganz tolle Schweine aus den Wäldern, Regenwäldern und Galeriewäldern im südwestlichen Afrika, nämlich die Pinselohrschweine. Hier im Hintergrund sind Wildschweine natürlich, die ihren Namen daher haben, dass sie bis zu 50 cm lange Borsten an den Ohren haben, die eben wie Pinsel aussehen, daher der Name Pinselohrschweine, und die für mich mit zu den attraktivsten Schweinen gehören, die wir in deutschen Zoos oder in zoologischen Gärten überhaupt sehen können. Die Anlage wirkt auf den ersten Blick recht zweckmäßig. Das ist er auch. Den Schweinen, die wir ja nicht vermenschlichen dürfen, ist es eigentlich egal. Was die Schweine brauchen, ist natürlich hinreichend Raum, aber noch viel, viel wesentlicher oder mindestens ebenso wesentlich sind die Strukturen. Das heißt, die Schweine müssen was zum Wühlen haben. Und hier kann man sehen, hier waren mal Backsteine in den Boden geworfen und die haben sie auf die Seite geschmissen, weil sie ihnen nicht gefallen haben sozusagen und weil sie dachten, da hängen dicke Würmer und Engerlinge drunter. Ne? Wildschweine stecken ihren Rüssel gerne in den Boden und das müssen sie und können sie tun. Und wer mal richtig glückliche Schweine sehen möchte, der kommt hier in den Zoologischen Garten in Grünen Zoo nach Wuppertal und guckt sich die Pinselohrschweine an. Ich glaube, unsere Hausschweine wären dankbar, wenn sie nur ein Drittel der Fläche hätten und die Möglichkeit draußen im Freien zu wühlen, wie das die Pinselohrschweine hier tun. Und unter uns ist es doch schon so, Fleisch darf auch einen guten Preis haben. Wir essen sowieso zu viel davon und deswegen Mut zur Lücke und lieber Qualität auf Qualität statt auf Quantität setzen. Das ist eine Frage des Tierschutzes. Zum Thema Tierschutz, Tierwohl. Wie gesagt, die Tiere haben hier sozusagen das Paradies auf Erden. Auf was wir auch unbedingt hinweisen sollten, ist dieses Schild hier. Nicht füttern, das Essen macht uns krank, denn das bringt uns auf eine Problematik in den zoologischen Gärten überhaupt, dass wir Menschen immer meinen, Tiere noch dazu mit menschlichen Nahrungsmitteln versorgen zu müssen. Die sind bei weitem nicht verträglich. Der Affe frisst eben nicht nur Banane, manche sterben davon, wenn sie Bananen fressen würden, zumindest wenn sie zu viel Bananen bekommen. Und genauso haben die Schweine zwar einen sehr robusten Magen, sodass man meinen könnte, so ein paar Kartoffeln oder ein bisschen Brot kann die schaden, aber erstens, menschliche Gewürze sind nicht gut. Und zweitens, und da kommen wir zu einem ganz aktuellen Thema, was uns leider hier in Mitteleuropa zunehmend umtreibt, das ist die afrikanische Schweinepest. Weil die Erreger der afrikanischen Schweinepest können mit Lebensmitteln, mit Futtermitteln übertragen werden. Und auch deswegen muss man natürlich ganz gewaltig darauf achten, dass hier verantwortungsvoll gefüttert wird. Und das können die Experten, das können die Zootierpfleger am allerbesten. Eine weitere Möglichkeit, Gelegenheit, auf aktuelle Dinge aufmerksam zu machen im Bereich Artenschutz, bieten diese Schweine, die im Augenblick zum Glück noch nicht allzu gefährdet sind, dadurch, dass das Zootier des Jahres, eine Kampagne die von der ZGAP, der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz, gemeinsam mit der Deutschen Tierparkgesellschaft und auch dem Verband der Zoologischen Gärten und auch der Gemeinschaft der Zooförderer, der GDZ, ins Leben gerufen wurde, dass das Zootier des Jahres 2022 die asiatischen Fußelschweine sind. Es ist so, dass dort gerade diese Inselform durch Lebensraumzerstörung, aber auch durch Bushmeat in Gänsefüßchen, sprich also durch jagdliche Nachstellung, ganz gewaltig von der Ausrottung bedroht sind. Und diese Kampagnen zum Zootier des Jahres bringen viel, viel Aufmerksamkeit. Sie bringen darüber hinaus aber auch Spendenmittel, die eben den Tieren, gerade von den bedrohtesten Populationen in den Herkunftsländern, in dem Falle auf den Philippinen, auf den philippinischen Inseln, zugutekommen sollen.
Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.